Hallo und herzlich willkommen zu unseren Top 10 der berühmtesten Samurai und Anführer. Die japanische Geschichte hält viele herausragende Samurai-Krieger und Strategen bereit. Aber einige von ihnen konnten sich wegen ihrer besonderen Fähigkeiten einen Ruhm erarbeiten, der noch bis heute anhält. Um ihr Wirken und ihre Taten ranken sich Legenden, die wohl nie vergessen werden. Los geht's! Platz 10. Shimazu Yoshihisa. Shimazu Yoshihisa gilt als einer der berühmtesten Samurai-Krieger der Sengoku-Zeit. Sein Ziel war es, Kishu, die drittgrößte Hauptinsel Japans, zu vereinigen. Nach anfänglichen Erfolgen scheiterte er jedoch. Sein Clan beherrschte zwar zuerst weite Teile von Kishu, wurde am Ende des 16. Jahrhunderts aber von Toyotomi Hideyoshi besiegt. Der Sage nach setzte sich Shimazu Yoshihisa nach dieser Niederlage zur Ruhe. Er wurde ein buddhistischer Mönch, womit seine Karriere als Krieger beendet war. Funny Fact am Rande: Er war für eine kurze Zeit mit seiner eigenen Tante verheiratet. Platz 9. Daito Masamune. Daito Masamune war aufgrund seiner Vorliebe für Gewalt und fehlender Gnade einer der gefürchtetsten Krieger seiner Zeit. Er wurde im Jahre 1567 geboren. In seiner Kindheit verlor er wegen einer Pockeninfektion die komplette Sehkraft seines rechten Auges. Manch einer behauptet sogar, er hätte sich das infizierte Auge selbst herausgerissen. Aufgrund seiner Behinderung soll seine eigene Mutter versucht haben, ihn zu vergiften, um ihm nicht die Clan-Nachfolge zu überlassen. Daito Masamune tötete später sogar seinen eigenen Bruder, um die Clanführung zu übernehmen. Im Laufe seiner Karriere als Samurai baute er sich das Image eines unglaublich effizienten Kämpfers auf, da er hervorragende Fähigkeiten im Schwertkampf und als Taktiker besaß. Als sein Vater eines Tages von Mitgliedern eines verfeindeten Clans entführt wurde, zog er in den Krieg und tötete alle Feinde und auch seinen eigenen Vater. Später diente er Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu als Anführer des Daito-Clans. Platz 8. Uesugi Kenshin. Uesugi Kenshin war ein kühner Krieger, Anführer des Nagao-Clans, Daimyo der Sengoku-Periode und als Drachen von Echigo bekannt. Zu Berühmtheit gelangte er vor allem durch seine Rivalität mit Takeda Shingen und als Menschwerdung der shinto-buddhistischen Kriegsgöttin Bishamonten. Takeda Shingen und Uesugi Kenshin kämpften in zahllosen Schlachten gegeneinander, auch in Form von Einzelkämpfen. Dennoch verband beide das Gefühl von gegenseitigem Respekt. Einer Legende nach soll Uesugi Kenshin, dessen Ländereien am Meer lagen, Takeda Shingen Salz geschenkt haben, dessen Ländereien aufgrund der Lage im Landesinneren auf Salzlieferungen vom Meer angewiesen waren. Über seinen Tod im Jahre 1578 ranken sich bis heute viele mysteriöse Geschichten, weil nicht geklärt ist, wodurch er starb. Angeblich wurde er Opfer eines Ninja-Attentats. Platz 7. Tokugawa Ieyasu. Ursprünglich war Tokugawa Ieyasu ein Verbündeter des Feldherrn Oda Nobunaga und seinen Nachfolger Toyotomi Hideyoshi. Er war mehr Denker und Taktiker als Krieger auf dem Schlachtfeld. Nach dem Tod von Hideyoshi versammelte er alle Gegner des Toyotomi-Clans und kämpfte gegen seine ehemaligen Verbündeten. Er gewann schließlich 1600 die Schlacht um Sekinahara und wurde 1603 der erste Tokugawa-Shogun. Das daraus entstandene Tokugawa-Shogunat leitete eine neue Ära in Japan ein. Das verschollene Schwert Honsho Masamune, das sich in seinem Sitz befand, galt als ein Symbol seiner großen Macht. Platz 6. Takeda Shingen. Bekannt als der Tiger von Kai, war Takeda Shingen ein Kämpfer, der Angst und Schrecken verbreitete. Er hatte jedoch auch eine andere Seite und war ein angesehener Poet. Er galt als großer Stratege und militärisches Genie. Er kämpfte in zahlreichen Schlachten und war einer der wenigen Krieger, der sich Oda Nobunaga erfolgreich in den Weg stellen und ihn stoppen konnte. Seine Politik als Daimyo beeinflusste maßgeblich den Shogun Tokugawa Ieyasu. Im Takeda-Schrein in Kofu wird Takeda Shingen bis heute als buddhistische Shinto-Gottheit verehrt. Er starb 1573 unter mysteriösen Umständen. Platz 5. Honda Tatakatsu. Der General Honda Tatakatsu wurde im 16. Jahrhundert als der Krieger, der den Tod selbst übertraf, bekannt, weil er während seiner gesamten Laufbahn auf dem Schlachtfeld kein einziges Mal verletzt wurde. Und das, obwohl er über 100 Schlachten führte, die er allesamt gewann. Seine Hauptwaffe war ein Speer, der als Libellenschneider bekannt wurde und jedem Gegner, der ihn zu Gesicht bekam, den Angstschweiß ins Gesicht steigen ließ. Unter anderem kämpfte er in der Schlacht um Sekinahara, die eine neue Ära in Japan einleitete. Platz 4. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo lebte von 1541 bis 1596 und gilt als einer der berühmtesten Samurai und Ninja Japans.
Er war ein loyaler Diener Tokugawa Ieyasus und ihm sein gesamtes Leben lang treu ergeben. Seine erste Schlacht bestritt Hanzo im Alter von gerade mal 16 Jahren. Bereits in diesem Alter aber überzeugte er durch seine herausragenden Leistungen auf dem Schlachtfeld. Seine überzeugenden Fähigkeiten dort bescheren ihm nach einiger Zeit den Spitznamen Oni no Hanzo, der Dämon Hanzo. Hattori Hanzo starb im Alter von 55 Jahren. Obwohl es keine Beweise gibt, stehen die Vermutungen im Raum, dass er durch verfeindete Ninjas getötet wurde. Sie sollen Hanzo in einen Hinterhalt gelockt und dann heimtückisch getötet haben. Nice to know, Hattori Hanzo war Inspiration für viele fiktionale Persönlichkeiten, wie den Schwertschmied Hattori Hanzo aus dem Film Kill Bill. In der Realität hat Hattori Hanzo jedoch keine Schwerter geschmiedet, sondern auf dem Schlachtfeld und in geheimen Missionen gekämpft. Platz 3. Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi war der Nachfolger Oda Nobunagas und ein genauso machtvoller Herrscher und Krieger. Obwohl er in eine Bauernfamilie geboren wurde, konnte er durch seine Fähigkeiten auf und neben dem Schlachtfeld stetig an Macht gewinnen. Er gab den Bau der massiven Osaka-Burg in Auftrag und führte Schlachten um China und Korea an, die allerdings alle nicht erfolgreich waren. Von 1581 bis zu seinem Tod im Jahr 1598 beherrschte er einen Großteil Japans. Jedoch blieb ihm der Titel des Shoguns verwehrt. Dennoch war er der erste Herrscher Japans, der in den Besitz des legendären Honjo Masamune gelangte. Platz 2. Oda Nobunaga. Oda Nobunaga gilt als einer der angesehensten und charismatischsten Anführer der japanischen Geschichte. Im Jahre 1560 tötete er Yoshimito Imagawa, der damals versuchte, die Stadt Kyoto einzunehmen, und legte damit den Grundstein für die Vereinigung Japans. Auch war er der Erste, der moderne Feuerschusswaffen für den Kampf in den Schlachten einführte. Sein Tod kam dadurch zustande, dass sein eigener General Akesho Mitsuhide ihn betrog und ein Feuer in dem Tempel legte, in dem sich Oda Nobunaga aufhielt. Der jedoch bemerkte das Feuer, aber erkannte, dass es kein Entrinnen gab. Er beging daraufhin Selbstmord, da er dies für einen ehrenhafteren Tod hielt. Und Platz 1. Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto gilt bezogen auf seine Fähigkeiten als der perfekte Samurai. Er gewann im Jahre 1600 im zarten Alter von gerade einmal 13 Jahren bereits sein erstes Schwertkampfduell auf Leben und Tod. Darüber hinaus ist er der Inbegriff des herrenlosen Samurai, besser bekannt als Ronin. Bereits im Alter von 28 Jahren legte er dann als ungeschlagener Kämpfer das Schwert nieder und widmete sein weiteres Leben der eigenen Vervollkommnung. Musashi betätigte sich auch als Künstler und Handwerker. Seine Arbeiten werden noch heute als Meisterwerke in Japan geschätzt. Er ist Begründer der Schwertkampfschule Ninten Ichiryu, in der neben dem Katana als Langschwert auch das Wakizashi als Kurzschwert zum Einsatz kommt. Außerdem ist er der Autor des Buches Gorin no Sho, das Buch der 5 Ringe, welches er kurz vor seinem Tod im Jahre 1645 vollendete. Es gilt auch noch heute als Standardwerk im Rahmen des Schwertkampfs, aber auch in der Managementlehre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert einfach unseren Kanal. Noch mehr coole Infos rund um Samurai und Samurai-Schwerter findet ihr auf unserer Homepage unter samuraischwert.kaufen.